Ja, hallöchen meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. So, also wie ihr jetzt gerade seht, heute sind wir wieder mit unseren Survival, The Walking Dead Büchlein oder Junk Journal beschäftigt. Und zwar möchte ich euch heute schon mal zeigen, was ich bisher jetzt hier noch reingemacht habe und was euch so erwarten wird. Ich bin jetzt tatsächlich hingegangen, ihr hattet ja bei meinem letzten Video gesehen, dass ich hier solche Verschlüsse gedruckt hatte mit meinem 3D-Drucker. Habe jetzt hier so eine kleine, kleine Kette sozusagen. Es tut mir so leid, mein Autofokus ist echt nicht das Beste. Habe hier so eine kleine Kette dran befestigt und einmal so ein kleines Schloss. Das kennt ihr bestimmt noch von den ganz alten Poesiealben oder aus, wo hat man die noch gehabt? Genau, so diese Tagebücher. Ne? Und dazu wird der neue Besitzer natürlich auch den Schlüssel erhalten. Denn das hier, das geht tatsächlich nicht auf. Ja, weil das passt hier gar nicht durch. Man kriegt es zwar so einen Spalt auf, ja, also, weil das war wirklich schon eine krasse Friemelsarbeit gewesen, es überhaupt so kurz hinzubekommen. Aber wenn derjenige das natürlich als Tagebuch haben möchte, braucht derjenige keine Angst zu haben, dass man darin lesen kann, ohne irgendwas hier zu beschädigen. Denn das passt definitiv hierdurch nicht durch. Ja, so, also machen wir das Büchlein mal auf. So, also ich muss dazu sagen, es ist auch manchmal eine kleine Friemelsarbeit, diese kleine Kette da durchzubekommen, aber dann macht man das einfach so. Schnappt sich die Kette. Ja. Und einmal das Schloss dadurch, dann habt ihr das schon. Ja, also das habe ich leider falsch bedacht. Ich habe leider hier dieses Loch hier an der Seite, was ihr jetzt gerade kaum sehen könnt, habe ich ein bisschen zu klein gemacht. Ich hatte eigentlich vorgehabt, eine größere Kette durchzuziehen. Habe ich aber leider zu spät dran gedacht. Aber naja, ich finde, so geht das auch. So, und zwar habe ich mir nämlich Folgendes überlegt. Damit der neue Besitzer natürlich auch noch ganz viel Spaß an diesem Junk Journal haben kann, habe ich mir überlegt, ich werde nur ein Einband sozusagen dekorieren, designen, so wie es nach meinen Vorstellungen passt. Und die andere Seite, ja, da seht ihr ja auch, wie viele Seiten es sind. Machen wir einmal auf. Ja. Und diese ganzen Seiten kann der neue Besitzer sich dann so gestalten, wie er es haben möchte. Ja, das war eine Überlegung von mir. Vielleicht werde ich hier ein paar Aufkleber, also ein paar ausgeschnittene Bilder oder sowas oder irgendwas reinkleben. Aber wenn dann vielleicht, wenn es hochkommt, 2, 3 Sachen, 4 Sachen, so dass der neue Besitzer wirklich sich hier auch nochmal wirklich komplett drin austoben kann. Ja, weil ich habe mir überlegt, ich würde zum Beispiel mir jetzt auch ein Journal kaufen, aber auch nur dann, wenn ich das nach meinen Bedürfnissen auch noch mal ein bisschen aufhübschen kann. So, und dann finde ich es persönlich praktischer, wenn das Buch wirklich ein Einband, nicht komplett leer, aber wenigstens so leer ist, dass ich mich da wirklich noch mal richtig schön drin austoben kann. So. Ich werde euch jetzt einfach schon mal zeigen, was ich bisher hier reingemacht habe. Diese Seite kennt ihr ja bereits. Das hier hat man ja hier auch zusammen gemacht gehabt. Ja, hier mit meinen Pflastern und das Tuch hier. Die hatte ich jetzt auch gefunden, aber jetzt weiß ich schon wieder nicht, wo ich sie hingelegt habe. Ne, hier habe ich eine freie Seite gelassen. Hier habe ich schon eine Tasche hingeklebt, damit ich da nachher noch einen Tag reinmachen kann. Dann habe ich hier diese Seite, die
das Papier müsstet ihr auch noch kennen. Und zwar habe ich doch mit euch zusammen Papier designt aus alten, Kaffeepads. Ja, so, davon habe ich für mich auch schon einige wieder auf Seite gelegt und habe sie mir, will ich auf jeden Fall nochmal machen, weil schaut euch das an, wie cool das bitte ist. Ja, das ist wirklich so verdammt cool geworden. So, dann haben wir das ja auch. Das kennen wir ja auch alles schon bereits, ne? Wo ich ein bisschen enttäuscht drüber bin, ist über dieses Papier, über dieses Wachsmalpapier. Das ist, das färbt so ein bisschen ab und das, naja, aber es geht noch. Es ist jetzt nicht so schlimm. So, dann habe ich hier einmal eine kleine Zombie-Reihe, die jetzt gerade nach etwas am Greifen ist. Also ausgeschnitten und hingeklebt. Ich werde euch das mal so ein bisschen in näheren zeigen. Ja. Mal schauen, was ich hier oben hin machen werde, weil damit das so auch optisch ein bisschen danach aussieht, als würden die nach irgendwas greifen. Ich bin da noch ein bisschen am Überlegen. Hier habe ich eine, in einer Art Baumrinde gemacht, und zwar mit meiner neuen Schablone. Die wird es jetzt bald auch in meinem Online-Shop zu kaufen geben. Ich bin jetzt gerade am Suchen, wo habe ich die jetzt gerade eben hingeschmissen, hingetan. Ne, meine Ziegelwand kennt ihr ja bereits. Ich bin so gerade am Suchen. Ah, hier oben habe ich sie. Genau, und zwar ist das diese wunderschöne Schablone hier. Ja. Wie gesagt, die wird es jetzt auch bald in meinem Online-Shop geben. Für, finde ich sehr viel Geld, das verspreche ich euch. Denn ihr müsst hierbei besonders gut aufpassen. Ja, weil damit es halt diese Baumoptik entsteht, sind natürlich auch manche Teile hier lose, wie ihr seht. Na, also ihr braucht jetzt keine Angst haben, dass ihr die kaputt macht. Also das wird definitiv nicht passieren. Aber ihr müsst sie wirklich festhalten und dann einfach drauf stampen. Ich zum Beispiel nehme mittlerweile tatsächlich am liebsten hier sowas. Habe ich auch damit gemacht, wie ihr seht. Weil da braucht ihr einfach wirklich nur im Stempelkissen rein und immer mal vorsichtig drüber zu gehen und habt dann ein verdammt cooles Muster. Ja, also wie gesagt, diese hier wird es bald auch in meinem Online-Shop zu ergattern geben. Vielleicht sogar heute Abend noch. Ich bin mir da noch nicht so ganz flüssig. Aber die wird es definitiv auch in meinem Online-Shop geben. So. Na, also wie gesagt, habe ich hier so ein bisschen holzmäßig gemacht. Bin am Überlegen, ob ich hier noch so ein kleines Lagerfeuer hinklebe, weil ich finde ja, zu dem Holz hier unten passt das ja wunderbar. Vielleicht, wartet mal, das machen wir jetzt auch schon zusammen, weil ich finde, das ist eine verdammt coole Idee mit dem Feuer. So. Ich habe auch übrigens, wie versprochen, habe ich jetzt ein paar Sachen aus meinem The Walking Dead, das offizielle Kochbuch und Überlebenshandbuch, habe ich herausgescannt und ausgedruckt. Das Gute ist, ich habe mich auch informiert, ob ich das darf, also das Herausscannen. Und ich darf das tatsächlich. Ja, also es ist jetzt nicht verboten, da irgendwas herauszuscannen und ja, hier reinzukleben, weil es ja nicht das komplette Buch ist. Ne? Und von daher habe ich mir überlegt, dann brauche ich das nicht alles rauszuschreiben und auch nicht alles ja, heraus zu malen. Und habe mir dementsprechend ein paar Seiten, die werde ich euch gleich auf jeden Fall noch zeigen, verdammt coole Sachen drin, habe ich mir rausgenommen. Ach, schaut mal, hier habe ich übrigens die komplette Schablone benutzt.
Habe ich jetzt gerade auf Anhieb noch schnell gefunden. Ja, also diese Holzoptik. Schablone habe ich hier benutzt. Ja, also so seht ihr jetzt gerade, wie das komplett aussieht. Ja, und ich finde, das ist so schön. Vor allen Dingen, ich mag es ja, wenn es irgendwas Waldiges ist. Und Holz passt halt einfach zu allem. Ja, ne, klar, jetzt nicht unbedingt auf dem weißen Hintergrund. Ne, wenn das natürlich so ein schöner bräunlicher ist das natürlich noch viel cooler. Aber ich finde, das passt schon hervorragend. So. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Kleber benutzt, was aber eigentlich jetzt noch nicht mal so schlimm ist. So. Und ich habe ich es schief drauf geklebt? Nee, ne? Nee, habe ich nicht. Alles klar. So. Das finde ich mich sehr, sehr cool, so, weil das passt wunderbar tatsächlich. Ne? Also hier dieses Holz und dann das Lagerfeuer dazu passt wirklich perfekt. Finde ich super. So, dann machen wir mal weiter. Was hatte ich dann noch anschließend gemacht? Genau. Ich hatte euch auch beim, ich glaube, das war bei meinem letzten Video, ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, hatte ich euch ja gesagt, dass ich zum Beispiel jetzt auch aus meinen alten Kaffeefiltern, weil ich benutze davon ja jeden Tag, ja, auf jeden Fall eins, weil ich ja meinem Mann immer den Kaffee morgens mache für die Arbeit. Benutze ich ja natürlich die benutzten Kaffeefilter. So, diese habe ich jetzt austrocknen lassen. Ne, natürlich auch alles entfernt. Habe sie dann hier an den Seiten ein bisschen, wie nennt man das? Gebrushed. Ich glaube, gebrushed heißt das, ne? Und habe daraus Taschen gemacht. Ne, also man kann ja jetzt auf beiden Seiten kann man ja irgendwas reintun. Das finde ich verdammt cool. Ne, weil es ist ja auch nur mal ein Junk Journal, ne? Also da muss ja auch nicht immer neues Designerpapier rein oder. Ne? Also Junk Journal ist nun mal Junk. So. Ne, das sind ja die ganzen normalen Seiten, die kennt ihr ja bereits. Genau, hier habe ich nämlich eine Tasche gemacht. Kann man einmal hier entfernen, die Klammern. So, das Papier müsstet ihr auch noch kennen. Das ist von einem, das ist schon länger her, wo ich das Video gemacht habe. Aber ich wollte das jetzt auch unbedingt mal aufbrauchen. Und habe es deswegen nämlich auch benutzt. Und zwar, ihr seht ja, Moment, wo habe ich die Seite? Genau, hiervon. So, und ich finde, das Überstehende, das fand ich halt nicht so schön. Und habe daraus einfach eine Tasche gemacht. Ja, da kann man jetzt nämlich auch noch ziemlich, ja, zum Beispiel Text oder irgendwelche coolen Notizen oder kann man da reinstecken. So, jetzt sind wir schon fast am Ende. Und ich habe hier auf der letzten Seite, ich hatte euch ja versprochen gehabt, dass ich hier auf jeden Fall von diesem Katastrophenheftlein, ne, was von dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ist, habe ich euch die Checkliste eingeklebt. Ja, also ihr könnt jetzt immer hier aufklappen. Hier sind dann erstmal, entschuldigt Leute, hier sind dann ein paar Notizen drin, zum Beispiel drin, was ihr zum Beispiel für eine Person braucht, für 2 Personen, ob ihr was ihr an Obst, Nüsse benötigt, Milchprodukte, Fette und Öle. Also ja, das ist immer im 10-Tage-Radius festgelegt, was eine einzelne Person eigentlich benötigt. Ja, so, und wenn ihr jetzt zum Beispiel hier einmal komplett aufklappt, habt ihr eine komplette Checkliste, ja, was ihr ja in Notfallsituationen halt benötigt. Und dann könnt ihr das auch hier direkt ankreuzen. Ja, also hier sind so kleine Kästchen, hier könnt ihr dann direkt ankreuzen, was ihr alles bereits zusammen habt. Und
ja, in einem oder in euren Notfallkoffer oder Notfallschrank lagern könnt. Fand ich total witzig, vor allen Dingen jetzt gerade zu der jetzigen Situation, wo es sowieso so schlimm, ja, was heißt so schlimm um uns steht, ne? Aber ich bin ganz ehrlich zu euch, Leute, ich habe ein bisschen Angst, ne, dass der Krieg eventuell auch zu uns kommen könnte. Ich bin da ehrlich gesagt auch nicht alleine. Ich habe mehrere Freunde, die auch Angst davor haben. Weil meine Oma, die kommt noch aus der Kriegszeit, sie hat ganz schlimme Sachen dort erlebt und ich bin ganz ehrlich, ich möchte sie nicht erleben. Na, und das wünsche ich mir auch für die ganzen Kinder, die auf dieser Welt sind, wünsche ich nicht diese Erfahrung. Ja, sie sollen eine schöne Erfahrung machen und nicht solche schlimme Erfahrungen. Aber naja, reden wir mal wieder über was anderes. Krieg ist ein ganz schlimmes Thema, was mir immer wieder Angst macht, genauso wie Krankheiten. Und nein, das muss jetzt nicht sein, Becky. So, ich werde euch auf jeden Fall jetzt mal zeigen, was ich bereits ausgedruckt habe. Extra für das Journal. Ich werde auch tatsächlich noch ein paar Sachen hier vielleicht reinkleben, ne? Aber werde euch noch genug, ja, sozusagen genug freilassen, damit ihr euch da auch nochmal drin verausgaben könnt. So, dann habe ich mich auf jeden Fall für Carols rote Beete Eichelkekse entschieden. Ja, also die sind ja sowas von bekannt, ne, dass die Carol, ja, die Mutter Teresa sozusagen, für alle immer ja, rote Beete Kekse macht, ohne Zucker, weil die rote Beete den Keksen ja sozusagen die Süße verleiht. Und deswegen sind die ja auch so schön rosa. Ich finde, das war ein absolutes Merkmal und musste auch dabei. Ich hätte auch gerne von Karl den Schokopudding genommen, jedoch hätte das wahrscheinlich das Stunt Journal später so übersprengt, weil das sind 2 Riesenseiten nur an Beschreibungen, wie das halt gemacht ist. Dann habe ich mir einmal hier so Gläser ausgedruckt. Ich fand die so wunderschön. Ja, also ich habe, ich weiß gar nicht, wie viele Rezepte ich jetzt rausgenommen habe. Ja, sind schon ein paar, ne? Also ein paar Rezepte habe ich auf jeden Fall rausgedruckt. Und ich finde das hier einfach so als kleine Dekoration im Buch, finde ich super süß. So, dann habe ich einmal Manhattan Kirsch. Also das ist tatsächlich mit also das ist auf jeden Fall nicht für Kinder, liebe Leute, ja. Also hier ist auf jeden Fall Alkohol drin. Das sage ich euch direkt von vornherein. 60 Milliliter Bourbon, 15 Milliliter Mondscheinkirsch, 15 Milliliter süßer Wermut, 2 Spritzer Bitterlikör, Moonshine Kirsche als Garnitur. Also, Garnitur. Doch, tatsächlich, da steht Garnitur, okay. Also, vielleicht kennt sich da ja einer mit aus und möchte das mal nachmachen. Wäre ja mal ganz interessant. So, dann einmal Nigen Spaghetti all'arrabbiata. So. Die Spaghettis macht ja der Negan auch später mit Karl zusammen in seinem Haus, wo er auf Rick wartet. Und ja, fand ich einfach total witzig. So, hier sind noch so ein paar Überlebensgrundlagen, Aufbau des Lagerfeuers zum Beispiel. Na, also wenn ihr zum Beispiel gezwungen seid, aus euren Zuhause zu flüchten, ja, wegen eines Feuers, wegen Naturkatastrophen, weil wir wollen ja jetzt nicht den Teufel an der Wand malen, was alles passieren könnte. Aber so habt ihr auf jeden Fall schon mal ein kleines Wissen, zum Beispiel aus dem Buch, wie ihr euch auf jeden Fall Essen zubereiten könnt. Ja, oder Lagerfeuer ist ja auch zum Beispiel jetzt wunderbar, wenn euch kalt ist, damit ihr euch ein warmes Feuer machen könnt. So, dann habe ich hier einmal Alexandrias Limonade. Ja, das ist ja auch eine, das ist ja auch total witzig, ne? Da sagt ja auch Negan, hör mal, habt ihr nicht was von diesem Pulver noch? So, und das ist tatsächlich darauf bezogen. Dann einmal Frühstücksfleisch für jedermann. Also das habe ich tatsächlich auch schon ausprobiert. Mein Mann, der ist ein Riesenfan von Frühstücksfleisch. Und ich habe es ausprobiert und er sagte, Schatz, das ist unnormal lecker.
Und seitdem mache ich das auch öfter tatsächlich, weil es ist super schnell einfach selber gemacht, wirklich. Also da sind nicht wirklich, da ist nicht viel bei zu können, tatsächlich. So, und einmal Loris gar nicht so grauenvolle Eierkuchen. Ja, da erzählt ja Rick, ich glaube, das ist noch in der ersten Staffel, oder ist das schon die zweite Staffel? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wo er mit Carol, ja, Gemüse am Sammeln ist, bei einer Tour. Da erzählt er ja wirklich der Carol auch, dass halt des Sonntags immer so der Eierkuchentag gewesen ist. So, und dass Rick und Karl diese Eierkuchen aber so schlimm fanden. Und aber sie trotzdem gegessen haben, weil Lori halt wirklich wollte, dass sonntags mit der Familie zusammen Eierkuchen gegessen werden soll oder muss. So, und dann haben sie es halt ihr zuliebe getan. Und hier ist das Rezept auch dafür. Das habe ich tatsächlich auch schon gemacht. Und ganz ehrlich, Leute, das ist wirklich nicht so grauenvoll. Ja, also ich weiß ja nicht, was Lori immer falsch gemacht hat, aber es ist wirklich lecker. So, dann einmal die Grundlagen des Angels habe ich auch noch mal mit hinzugefügt. Ja, hier könnt ihr zum Beispiel nachschauen, wie man zum Beispiel Knoten macht, ne, für den Angelhaken. Oder woraus ihr selbstgemachte ja, Haken machen könnt. Und wie eine Angel selber baut und. Also ist schon echt sehr interessant und sehr cool, meiner Meinung nach. Und dann habe ich hier noch ein paar, das sind immer so kleine Ausschnitte, das sind immer so kleine Patches, die sind in dem The Walking Dead Buch drin. Und davon habe ich halt ein paar, die mir jetzt als sinnvollsten ergaben, habe ich herausgeholt und habe sie ausgedruckt. Diese werden natürlich auch noch irgendwo ihren Platz finden. So, das sind auf jeden Fall schon mal die kleineren Details, die ich jetzt aus dem Buch herausgeholt habe. Diese werde ich dann später noch auf jeden Fall verteilt machen. Ich gehe sogar stark davon aus, dass ich hier so diese Grundlagen mache und hier so Rezepte, damit ihr auch schon mal so einen kleinen Überblick habt, wo ihr zum Beispiel eure Rezepte, eure Taten und reinmachen könnt. Finde ich ganz fetzig. So, dann habe ich mir hier, ich muss dazu sagen, ich habe hier dieses hier, Moment, einmal hier das Lager, ja, jetzt seht ihr das schon wieder nicht, ich bin auch so ein Trottel. Hier einmal dieses, das Lagerfeuer. Und wo habe ich euch? Hatte ich die weiter vorne? Genau. Und einmal hier diese Arme, also diese Horde, habe ich mir aus dem Internet genommen, wo die Bilder jedoch kostenlos sind. Ja, also ihr braucht euch auf jeden Fall gar keine Sorgen zu machen, dass es irgendwie illegal ist. Ich mache nichts Illegales. Das traue ich mich ehrlich gesagt gar nicht. Ja, also da habe ich mir hier einmal Zombie Survival Camp, habe ich mir ausgedruckt und ausgeschnitten. Dann einmal nochmal so ein Zombie und nochmal ein Zombie. Ja, ich werde auf jeden Fall noch gucken, dass ich noch ein paar passende, coole Sachen finde, die auch noch hier reinkommen. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich jetzt mit euch zusammen nicht hier schon mal ein paar ausschneide und aufklebe. Na, also wie gesagt, hier werde ich nicht wirklich viel machen. Ja, also hier werde ich jetzt auch keine Taschen reinmachen. Kleinen Moment, Leute, ich bekomme gerade einen Anruf. So, meine Lieben, da bin ich auch wieder. Das war meine Schwester, die wollte eine kleine Information haben wegen einer neuen gekauften Couch. So, da soll nämlich mein Mann noch weiter, also nach der Arbeit mal eben helfen mit Tragen. So, ja, ich würde sagen, wir machen das auf jeden Fall jetzt noch zusammen, dass ich hier noch ein paar Informations eventuell rausschneide. Unter anderem auch hier zum Beispiel so Grundlagen des Angelns. Und dass wir die auf jeden Fall zusammen noch in das Buch einfügen werden.
Ne? So, dann schauen wir mal zusammen. Hier bin ich tatsächlich immer noch am Überlegen, was ich hier mache. Ich hatte ja tatsächlich eigentlich vorgehabt, hier so in eine Art kleines Notizblock anzubringen, sodass man halt, ja, sich immer so kleine Notizen dahin schreiben kann. Was ich hier doch auch überlegt habe, damit man das hier nicht mehr so arg sieht, weil ich finde, also das gefällt mir irgendwie gar nicht. Ne, das ist ja der Einband, dass ich das hiermit überklebe. Nur weiß ich dann natürlich nicht, ob es späterhin zu dick sein wird. Was ich ja auch natürlich nicht möchte, ne? Weil das soll ja auch noch zugehen. Aber schaut mal, das sollte eigentlich gehen. Ja, also jetzt nicht am ganzen Stück, natürlich nicht. Aber dass ich das auf jeden Fall von hier bis hier... Also was, das machen wir jetzt auch einfach schon mal zusammen. Jetzt habe ich meine Schere schon wieder irgendwo verlegt, wo ich sie nicht finde. Ach Mensch. Ach Mensch, ach Mensch. Wo habe ich? Da habe ich sie. So, dann schauen wir mal. Ich würde sagen, dass ich tatsächlich nur so 2 Reihen nehme. Genau, machen wir auch. Das ist so krass flexibel. Wisst ihr, was ich meine? Da habe ich echt ein bisschen Angst, dass ich es irgendwie falsch schneide. Vor allen Dingen, weil ich ja auch nicht so viel Platz hier habe. Und immer das mit dem Platz ein bisschen einkalkulieren muss. Nur überlege ich jetzt gerade tatsächlich, wie ich das am besten aufklebe. Ja, weil das ist ja schon ein bisschen schwieriger aufzukleben. Deswegen, wo habe ich denn das Ende hin? Ach, da habe ich das Ende. Na, und so, da haben wir einmal das gute Stück. Das werde ich wahrscheinlich aber auch auf der anderen Seite machen, ne, damit das so ein bisschen gleich ist. So, wie klebe ich das jetzt am dümmsten auf? So, schaut mal, das würde dann tatsächlich später so aussehen. Ne, also, das hat schon irgendwie irgendwo was Verspieltes, bin ich ganz ehrlich. Ist mir auch im Klaren. Passt jetzt nicht, obwohl das passt trotzdem zu dem Journal. Ja, also nur weil das verspielt ist, heißt das ja nicht, dass es nicht dazu passt. Na, also, wisst ihr was, ich glaube, ich mache das hier mit dem Funkelkragenkleber. Weil, ja, ihr wisst ja, das hat, der Kleber, der hat mich wirklich in voller Linie, hat er mich total überzeugt. Und, ja, deswegen werde ich das auch definitiv mit dem machen. Nehmen wir hier uns so einen dünnen Pinsel. So. Vor allen Dingen, ich finde das super, dass der durchsichtig wird. Ja, also, wenn mal was daneben geht, ja meine Güte, egal, dann wird er durchsichtig. Von daher finde ich das schon verdammt cool. Ja, so braucht man sich keine Sorgen zu machen. So. Ja. Ich hoffe, es ist jetzt nicht so schlimm, dass ich ab und zu mal ein bisschen ruhiger bin. Weil ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommt, aber meine Nase ist ein bisschen zu. Ich hatte jetzt vor kurzem eine Erkältung gehabt, weil ich mich anscheinend bei meiner Nichte angesteckt hatte, weil die kleine Maus, die hatte sich leider eine Erkältung zugezogen. Und sie ist noch kein Jahr alt, ne? Und ich finde das immer so schlimm, wenn sich dann so ganz kleine Babys, oder was heißt ganz kleine Babys, ne? Aber wirklich Babys erkälten.
Weil die wissen ja gar nicht, was zu tun ist. Ne? Also wir Erwachsenen, wir haben da ja wenigstens ja, wie wir uns helfen können. Ne? Aber bei so Babys ist das, finde ich das immer so schlimm, weil die ja einfach nicht wissen, ne, wie verhalte ich mich jetzt, was kann ich jetzt machen, damit meine Nase wieder frei ist und. Oh, die tat mir so leid, die arme Maus. Ja, jetzt habe ich tatsächlich gerade so ein, ja, ich habe hier, manche, die jetzt meine Videos schon länger verfolgen, wissen ja auch, dass ich so einen kleinen Faible habe für Duftwachs, also alles, was in der Wohnung gut riechen könnte, ein totaler Faible dafür habe. Und jetzt habe ich gerade einen Duft an von meiner Schwester. Sie ist übrigens auch selbstständig, genauso wie ich, oder eher gesagt mein Mann und ich. Aber sie ist im Bereich ja, Duftwachs. Ne? Also so Duftmelz, Duftkerzen und. Psst, das war mein Kater. Ist sie selbstständig, auch erfolgreich selbstständig, muss ich dazu sagen. Und die macht super, super schöne Düfte. Jetzt gerade habe ich zum Beispiel auch einen an, der meiner Meinung nach wirklich verdammt gut bei Erkältung ist. Er hat so einen leicht minzigen Geruch. Und ich finde den super. Ne? Also das war jetzt zum Beispiel ein Goodie von ihr, ne? Weil bei jeder Bestellung von ihr bekommt man immer so noch kleinere Pröbchen sozusagen, also Goodies geschenkt. Und jetzt hatte ich gesehen, dass ich eins so mit Eukalyptus Minze hatte. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr den Namen. Kann ich euch später mal vielleicht noch unten in die Infobox, in die Infobox beschreiben. Aber ich glaube, ich habe es weggeschmissen. Werde auch auf jeden Fall ihren Online-Shop-Link mit einem 10% Gutschein auch mal unten verlinken. Ja, könnt ihr euch auch mal ein bisschen durchschnuppern. Sind auf jeden Fall verdammt schöne und kuschelige Düfte vor allen Dingen bei. So, das haben wir auf jeden Fall. Achso, ja genau, habe ich jetzt gerade an und ich finde, es geht tatsächlich sehr, sehr gut. Meine Nase wird leicht frei. Also ich rieche es auf jeden Fall. So, aber jetzt machen wir hier weiter. Ich bin mich gerade voll vom Thema abgekommen. Doch, aber schaut mal, das klappt wunderbar. Das klappt perfekt so. Ne, aber ich glaube, ich werde das hier... Schaut mal, die habe ich mir jetzt gekauft bei Amazon. Das waren 5 Stück für... jetzt lasst mich nicht lügen. Für 7,99 €. Ich muss dazu sagen, ich muss hier erstmal mit wirklich zurechtkommen. Ja, weil irgendwie habe ich mir die besser vorgestellt. Ich habe meiner Mama auch 2 Stück davon abgegeben. Und sie sagt auch, Becky, hör mal, bis da erstmal was rauskommt. Ne? Ist ja Weihnachten. Ne? Also man muss wirklich verdammt feste drücken, damit aus der Düse was rauskommt. Ne? Also schaut mal. Seht ihr das so? Ne? Also man muss da wirklich richtig feste drücken. Also kaufen werde ich sie mir definitiv nicht mehr. Das steht auf alle Fälle fest. Weil die sind echt blöd. Aber ja gut. Zum Wegwerfen sind die jetzt auch zu schade. Und deswegen, naja. Vielleicht wird es ja mal besser. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Ich weiß es aber nicht. Jetzt habe ich hier natürlich ein bisschen drüber geplempert. Ich hoffe, das bleibt jetzt nicht an meinem Journal nachher kleben. Ansonsten mache ich das nachher mit dem Funkelkramkleber. Da kann ich mir auf jeden Fall sicher sein. So. Der gute Mann. Der würde mir sehr, sehr gut hier gefallen, bin ich ehrlich. Ich glaube, das werde ich auch machen. Oder hier sogar auf der anderen Seite. Weil die andere Seite ist ja durch dieses Papier. Ist das ja ein bisschen abgefärbt. So ein bisschen abgeranzter sozusagen. Und ich glaube, das werde ich mich auch machen. Ich schneide mir den jetzt gerade nur noch mal ein bisschen gröber aus. Damit ich da nicht zu viel weiß habe. Denn ich werde das jetzt gleich auf jeden Fall noch ein bisschen, ja, ein bisschen abblenden. Mit Schwarz. Damit es ja ein bisschen dunkler, düsterer ist. Und ja. So, einmal in meinem kleinen
Tischmülleimerchen. Wow. Entschuldigt, Leute. So, schauen wir mal. Ich habe den Tisch hier so voll stehen. Ich brauche unbedingt einen neuen Tisch. Der Arbeitsbereich, der ist ja wunderbar hier, ne, weil ich bin direkt im Schlafzimmer. Aber der Tisch, der ist definitiv zu klein. Aber ich glaube, das sagen wir alle von uns, ne? Also alle, die basteln, sagen, mein Tisch ist zu klein. Und in Wahrheit ist der riesig. Nee, aber meiner ist wirklich nicht riesig, bin ich ganz ehrlich, ne? Also es ist wirklich nur ein kleiner Bastelplatz hier. Anfangs hat er mir ausgereicht, aber nachdem ich dann angefangen habe, wo meine Mama mich angesteckt hat mit den Junk Journals. Oh, schaut mal, ich habe hier ein bisschen was ausgelassen. Ja, ist der definitiv zu klein geworden. Und ja, jetzt muss ich definitiv immer mal gucken, wie ich das mache. Manchmal würde ich mich am liebsten ins Wohnzimmer setzen, weil ich habe da einen richtig schönen großen Tisch. Aber ja, da ist das Licht halt nicht so pralle. Und selbst hier habe ich ja teilweise Probleme, ne? Wisst ihr ja. Ne, das ist dann so ein komischer Orangestich. Und, aber naja. Ja, das sieht doch mal echt richtig geil aus. Das werde ich auch jetzt dahin kleben. Gefällt mir. So, junger Mann. Dann wollen wir dich mal festkleben. So. Aber nicht schräg, das will ich nicht. So. Ja, das gefällt mir. Ne? Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, das muss ja nicht mal komplett alles mit Zombies oder so sein, ne? Text werde ich auf alle Fälle später noch machen, weil ich habe tatsächlich vor, mit mal ein bisschen was Papier also so Papierfetzen in ein Masterboard zu verwandeln. Und daraus werde ich dann die Text machen. So, hier haben wir ja schon was. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, weil es ja hier um das Lagerfeuer geht. Ich habe mir doch hier die Seiten ausgedruckt. So, und dann habe ich ja auch diese Grundlagen fürs Feuer machen. Hatte ich hier noch bei. Hier. Das würde doch jetzt super dazu passen, oder? Das würde sogar wunderbar dazu passen. Und deswegen machen wir das auch. Das machen wir auf alle Fälle. Ja, wundert euch nicht, dass ich das jetzt alles gerade mit der Schere ausschneide. Ich habe irgendwo mein Schneidebrett habe ich hingelegt und finde es gerade nicht. Ich hatte das für eine Bestellung gebraucht. Diese Schneidematte, Schneidbrett. Ihr wisst ja, was ich meine, ne? Und finde es jetzt gerade nicht mehr. Also entweder hat mein Mann es irgendwo hingelegt, wo ich es jetzt gerade nicht auf Anhieb finde. Oder aber ich habe es irgendwo hingelegt. Aber das würde er mir so ein bisschen ähnlich sehen. Weil ich lege gerne mal irgendwo Sachen hin und weiß im Nachhinein nicht mehr, wo ich sie hingelegt habe. Manchmal bin ich ein bisschen vergesslich. Aber ich glaube, das haben wir alle mal. So, genau. Also ich würde das jetzt tatsächlich gerne hier so hinkleben. Vielleicht ein bisschen höher. Ich weiß es noch nicht. Aber was mir auch eventuell sogar verdammt gut gefallen würde, wenn ich hier so rauchmäßig, wisst ihr, was ich meine? So. So die Reste von dem, was ich da noch an Stempel hatte, wisst ihr? Dass ich hier irgendwie so rauchmäßig passt ja zum Feuer.
finde, es ist sonst ein bisschen zu krass eintönig. Und dafür bin ich ja gar nicht so wirklich. So, ich werde die Ecken jetzt hier auch noch mal ein bisschen so brushen. Leute, korrigiert mich bitte, wenn das falsch ist mit dem Abbrushen, weil, aber, ja gut, kann man ja eigentlich auch sagen, oder? Ja, jetzt muss ich doch noch ein bisschen was nehmen, weil es wird sonst zu hell. Und das wollen wir ja auch nicht. Also will ich zumindest nicht. So. Ja, jetzt hat das mich auch so einen rauchigen Ton. Versteht ihr, was ich meine? So, und das gefällt mir richtig gut. So, das gefällt mir auf alle Fälle. Oh ja, schaut mal, wie schön das jetzt auch wirkt. Richtig, richtig schön, gefällt mir. So, dann werden wir das doch mal direkt. Ja, ist alles trocken, wunderbar. Na, also wie ihr seht, wie ihr hört, ist meine Nase noch ein bisschen verschnupft. Aber ich bin ja absolut kein Typ dafür, mich wirklich ins Bett zu legen und das auszukurieren. Außer es ist wirklich so schlimm, so wie auf Weihnachten, dass ich wirklich zu nichts mehr in der Lage bin. Auf Weihnachten war das ja ganz, ganz schlimm mit mir. Und, aber nein, ich hatte kein Corona. Komischerweise. Obwohl ich wirklich alle Symptome hatte, die auch ein Corona-Patient hat. So wie ich gehört habe. Aber ich hatte tatsächlich kein Corona, was mich wirklich sehr bewundert hat. So, jetzt haben wir schon mal diese zwei Seiten auf jeden Fall schon mal voll. Schaut mal, wie cool das ist. Na, also hier mit dem Feuer, ne, mit dem Lagerfeuer und dann einmal Aufbau des Lagerfeuers. Finde ich verdammt cool. Das gefällt mir sehr. So, also wie gesagt, Text werde ich ja später noch machen. Ich finde diese eintönigen Seiten immer ein bisschen blöde, ehrlich gesagt, ne? Aber, was kann man da machen? Ich bin jetzt gerade am Überlegen, wie ich das am besten mache, dass das nicht mehr so eintönig ist. Da wird mir noch irgendwas einfallen. Wir wollen ja heute erst einmal hier diese Papiere einsortieren, einkleben und. Und das machen wir nämlich jetzt als erstes, bevor wir nämlich hier komplett durcheinander kommen. So, ja, die Rezepte hatten wir ja auch vorgehabt, etwas am Ende einzukleben. Und von daher machen wir das nämlich auch so. Oder eben ich mache das so. Ich rede immer hier in Mehrzahl, im Plural. So, wisst ihr was? Ich finde diese hier, die dürfen jetzt auch mal langsam ihren Platz finden. Und deswegen werde ich die mir jetzt mal zurecht schneiden. Mein Kater guckt mir die ganze Zeit total aufregend zu. So, das Papier, das werfe ich definitiv nicht weg, weil ich glaube, ich habe da schon eine Verwendung für. Ich werde mir die mal eben ganz kurz nur so grob ausschneiden. So, schauen wir mal. Ja, ich würde sagen, hier kommt so eins hin. Ja. Nee, das gehört doch tatsächlich eher so zum... Hier, welches Wasser gibt es zum Meiden und kommt hier Funken, um Funken zu erzeugen. Das könnte tatsächlich auch zum Feuer passen, aber das wäre dann jetzt viel zu viel.
Na, also das würde mir jetzt tatsächlich, auch wenn das hier hinpassen würde, aber das wäre mir jetzt zu viel. Mache ich das lieber nochmal hier so auf der Seite. Deswegen lege ich mir das jetzt auch schon mal dahin. Eventuell werde ich sogar später dann noch ein paar Seiten, also noch mehr Seiten kopieren und ausdrucken und diese dann später in einer kleinen Tasche, die auch definitiv hier noch Platz finden wird, irgendwo, reintun mit mehreren kleinen, ja, bunten Papier und, damit der neue Besitzer bereits auch schon ein paar Sachen hat, die wirklich auch zu dem Journal passen. Hier wollte ich auf jeden Fall einen Zombie hinkleben irgendwie, weil das ja auch wirklich verdammt gut zu der Hand passt, die ich ja mit meiner Hand dahin gemacht habe. Und ja, machen wir das doch. Aber wo ist denn die andere Seite davon? Ach, hier war die andere. Aber die finde ich irgendwie cooler als die hier. Irgendwie. Und deswegen werde ich hier den anderen Zombie aufkleben. Wo habe ich den hingetan? Habe ich die jetzt hier? Ach, guckt, schaut mal her. Ich habe die überall irgendwo um nirgendwo. So, damit machen wir jetzt gleich weiter. Irgendwie komme ich immer wieder durcheinander. Ne? Ich will mit euch unbedingt diese anderen kleinen Notizen sozusagen aufkleben. Und dann komme ich doch wieder davon ab. Ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. So. Ja, als nächstes habe ich tatsächlich ein Osterbuch geplant, was so wirklich schön zu Ostern passt. Ich habe mir da bereits auch schon richtig coole Sachen für gekauft, also ihr dürft echt gespannt sein. Wird echt witzig. So, ich suche jetzt gerade ein roter Stempelkissen, damit das ein bisschen blutiger aussieht. Ich habe hier nämlich einen von Pelikan. Ich glaube, den hat meine Mama mir mal geschenkt. Und damit das ein bisschen blutiger aussieht. Ich hoffe, der funktioniert noch. Ja, der scheint aber... Ja, schaut mal. Ja, das passt. Das gefällt mir. Warum auch immer alles schwarz, ne? Muss ja auch nicht immer alles schwarz sein. Vor allen Dingen nicht bei so einem Journal, was wirklich alles mit Erdtönen, mit Grüntönen, alles was so wirklich dunkel ist, was mir ja besonders gut gefällt, wie ihr wisst, passt. Ja, ich bin ja da eher so auf dieses Rock oder Gothic getrimmt, bin ich ja, aber tatsächlich schon mein Leben lang. So, nehmen wir das wieder als Unterlage. So. Ja, wo klebe ich den jetzt drauf? Soll ich den jetzt da drauf kleben oder da drauf? Ich glaube eher hier so, ne? Würde ich jetzt tatsächlich sagen. Ja, das sieht doch gut aus so, ne? Mega cool. Oh, I love it. I love it, I love it. So. Obwohl das hier ja wirklich auch verdammt geil ausgesehen hätte, ne? Mit diesem Baum. Weil das hat ja so diese Farben. Aber naja. Ich glaube, ich werde hier diesen... Also welches Wasser gilt es zu meiden? Hinweis darauf, dass Wasser untrinkbar ist. Also das sind echt auch verdammt coole Tipps hier, ne? Also das sind nicht so 0815 Sachen, sondern wirklich auch, die wirklich nützlich sind. So Tipps.
Ah, meine Nase, Leute, es tut mir so leid, dass ihr hier mir zuhören müsst in dem Moment, wo wirklich meine Nase so wieder schlimm ist. Aber alle, die mich nicht hören wollen, es gibt ja auch einen Ton-Aus-Knopf, ne? So, ich glaube, das werde ich hier oben so einmal festkleben. Obwohl, ich glaube, das wäre zu viel, oder? Nö. Nö, gar nicht wahr. Oder? Nee, wisst ihr was, ich mache das hier so. Genau, ich mache das hier. Gefällt mir besser. Weil die Seite ja sowieso noch so leer ist. So. So, gefällt mir. Oh ja, Leute. Ich darf euch übrigens schon mal zwei winzig kleine Sachen präsentieren, die einmal als Bimmelbammel, nennt man ja so, glaube ich, auch außen auf dem Buch zu finden sein werden, oder eher auf dieser Seite. Und zwar einmal hier Ricks Axt, da wird natürlich noch von mir angemalt. Und einmal hier Negans Baseballschläger. Ja, die werden einmal so als Bimmelbammel, werden die auf jeden Fall an dem Buch befestigt. So als kleines Extra. Ja, also ihr dürft euch hier drauf auf jeden Fall freuen. So, machen wir mal weiter. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich hier in der Art, wie nennt man das? Weil ich habe hier, schaut mal, ich habe hier noch so verdammt coole Aufkleber. Ich habe noch mehr davon, deswegen ich bin tatsächlich am Überlegen, wie ich das wo mache, wo ich die hinkleben werde, weil die sollen auf jeden Fall auch noch ein bisschen, also ihren Platz finden, ja. Diese passen leider gar nicht dazu, ne? Das ist ja eher so auf Antik getrimmt und oh Leute, ich habe mittlerweile so viele Aufkleber, ne? Also ja, die brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Vielleicht will meine Mama die haben. So. Schaut mal, was ich mittlerweile alles habe. Ey, das ist nicht mehr normal. Ach nee. Das ist alles so Weihnachten eher. Das ist alles so. Schaut mal, aus ganz alten Zeitschriften hatte ich hier noch welche. Süß, oder? So, das sind auch noch solche. Das sind wieder so Blümchen. Auch total niedlich, oder? Ja, ich habe nicht wenig Sticker, wie ihr seht. Also das sind hier so Sticker, Steinchen. Nochmal. Dann hier solche Embleme. Dann so Briefmarken. Die habe ich übrigens bei Wish bestellt gehabt. Die sind super schön. Aber der Versand dauert furchtbar lange. Ne? Also ich habe die gleichen, ich glaube, bei Amazon gesehen. Ich werde euch einmal den Link dann unten in der Infobox verlinken, wenn ich die auf Anhieb finde. Genau, ich hatte mich auch vorgehabt, hier diese Buchstaben hier mit in den Journal rein zu tun. Lege ich mir direkt auf Seite. Entschuldigt bitte, entschuldigt. So, dann einmal hier nochmal Aufkleber. Auch Leute, ich habe Aufkleber. Schaut euch das bitte an. Ja, während die nicht so verspielt, ne, hätte ich gesagt, passen die auch super zu dem Journal. Aber die sind mit so verspielt. Aber hier die zum Beispiel, schaut mal. Na, also hier sowas zum Beispiel. Oder hier sowas. Sowas hier. Das passt tatsächlich alles zu dem Journal, weil es ja wirklich so Überlebenssachen sind, ne? Dann hier, schaut mal die ganzen, ne? Vor allen Dingen guckt mal diese wunderschöne Frau an. Ne, dann habe ich hier noch so Ausstandsteile, ne? Die direkt so zum Ausstanzen sind, aber ist ja eher Weihnachtszeit.
Habt ihr das jetzt gerade gehört? Das war mein Stativ. Dann habe ich hier sowas, aber das ist eher so Marine. Cookies. Das habe ich. Ey, schaut euch das an. Ist doch nicht normal, ne? Was ich alles an Pröll habe. Aber hier sind auch wieder so wunderschöne Beine. Also hier so Koffer zum Beispiel passt ja auch wunderbar. Das passt wunderbar. Also echt cool. Werde ich mir auch auf Seite legen. Wow, bleib stehen. Aber sonst ist leider wirklich alles zu verspielt. Was meiner Meinung nach nicht in dem Journal reinpasst. Aber ich muss mir unbedingt mal irgendwas anfertigen, wo ich hier meine ganzen Sticker und Stempel und alles drin aufbewahren kann. Vielleicht wird das auch noch so ein kleines To-Do von mir, wo ich euch dann mit hinnehmen werde. Also mit hinnehmen, also ne, wo ihr ein Video von bekommt. So, die werde ich mal auf Seite legen. Vielleicht will meine Mama die haben, weil mir gefallen sie gar nicht. So, ach, schaut mal, das war der Papiertrimmer. Das war das. Das gefällt mir verdammt gut. Ich bin jetzt gerade echt am Überlegen. Wartet mal. Na, so viel zum Thema Junk Journal. Dass ich das genauso rund wie hier. Ja, nicht genauso rund, aber auf jeden Fall gebe ich mein Bestes. Einmal so ausschneide. Boah, ich hoffe, das Video, das wird nicht zu lang. Und dann hier zum Beispiel so draufklebe. Weil hier könnt ihr dann nämlich auch so kleine Notizen draufschreiben. Wisst ihr, was ich meine? Also, wie ihr seht, das habe ich jetzt gerade nicht selber gemacht. Aber echt cool. Das wäre ja mal eine lustige Idee. Aber wo mache ich das drauf? Soll ich das hier so drauf machen, Leute? Was meint ihr? Obwohl ich bin auch andersrum, bin ich gerade am Überlegen, ich könnte es ja auch rein theoretisch nur mit einer Sicherheitsklammer sozusagen befestigen, ne? Sodass ihr dann beide Seiten habt sozusagen. Aber auch blöd. Weil ihr habt ja sozusagen die komplette andere Seite habt ihr ja noch, um euch zu verausgaben. Deswegen, Leute, ich werde das einfach aufkleben. Ich finde das so witzig, so cool. Habt ihr Katzen? Wisst ihr, wie es ist, wenn die Katzen 5 Minuten bekommen? Ihre 5 Minuten? Das hat mein Kater gerade. Der räumt mir gerade meine ganzen Regale leer. So, ja, das ist ganz ehrlich, Leute, das gefällt mir so dermaßen gut. Das ist ja mal richtig cool, oder? Das ist ja fetzig. Ja, da soll man mal sagen, wir Junkjournaler wären nicht umweltfreundlich, ne? Also, wir können ja irgendwie immer alles gebrauchen, ne? Vor allen Dingen, ne, habe ich euch ja auch gezeigt, wie ich das hier gemacht habe, ne? Aus dem Kekspapier von meinem Mann. Ne, dann hier mein Kaffeepapier, ne, aus der, ne? Das ist wirklich ein totales Junk-Journal, wirklich ein Junk-Journal. So. Ich glaube, das werde ich hier so hinmachen. Ja, ja doch, das werde ich, glaube ich, da so hinkleben, oder? Ich bin am Überlegen, obwohl das ja auch hier wunderbar passen würde, oder?
Ja, da passt das auch perfekt. Oder ich merke schon, das Video, das wird wieder furchtbar lange. So. Cool. Cool, 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 cool. Gefällt mir. So. Aber ich möchte jetzt auch langsamer, sicher mal mit dem Angelzeug anfangen. Ah, hier muss ich ein bisschen mehr abschneiden, weil da noch ein bisschen was von einem anderen Detail bei war. Oh. Das möchte ich ja natürlich nicht. Was machst du da, Dicker? So. Bisschen wieder Mama ihre Sachen am Anknabbern. Ha? Der steht total auf Plastik. Ich habe keine Ahnung, warum er so auf Plastik steht. Wenn ihr Katzen habt, dürft ihr gerne mal kommentieren, ob eure Katzen auch so auf Plastik stehen. Ich weiß nicht warum. Er hat so einen Knall, der Kater. So. Leute, ich würde sagen, wir machen für heute erstmal Feierabend, weil das wird mir schon wieder viel zu lange, das Video. Ich werde in der Zwischenzeit auf jeden Fall noch ein paar Sachen einkleben. Und ja, dann schalte ich euch auf jeden Fall bei dem nächsten Mal wieder mit dazu. Ich würde sagen, dann noch einen schönen Tag. Macht es gut. Bleibt gesund, nicht so wie ich. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.